I have a question about your conceptualization of time and history, because the real novel takes place in 1940, and in the movie you set it in 2000, in contemporary period. So there is a. It gives me the impression that for you, we didn't learn anything from the past. History remains the same, and we repeat the same thing. I know that there is some misconceptualization, but I think that, for example, when Hegel talks about, for example, progress in this history and the history of mankind is towards freedom, there is some truth in it. Yes, history is a slaughter bench, but lots of things happening, I think, in the last 50 years. I think I was not able, for example, to come here and do an interview 50 years ago because of maybe the immigration or boarding or many things. And because of globalization, many things has happened or changed. I'm just curious because I see that there is somehow kind of blessed attitude towards future or towards contemporary society. We see there is a pessimism maybe about current. Ja. I'm just curious if you have anything or in mind. Das ist richtig. Also ich will ja nicht sagen, dass die Vergangenheit und die Gegenwart gleich sind. Dann bräuchte ich ja nicht diese Konstruktion wählen, sondern ich wiederhole mich jetzt ein bisschen. Es gibt ja einen sogenannten horizontalen Transitraum. Das ist der Raum zwischen Land und Meer, zwischen Europa und Amerika, in dem die Flüchtlinge festhingen in dieser Hafenstadt Marseille. Es gibt aber auch einen vertikalen Transitraum, nämlich das Festhängen in der Zeit, in der Geschichte. Und für uns ist die Erinnerung der Flüchtlinge, die ja in Anna Segers Roman geschildert werden, ist ja auch ein Menetekel, ja, gewesen, um für die Bundesrepublik, also für Deutschland, zu sagen, wir nehmen Leute auf. Das passiert nie wieder. Wir sind schuld an dieser Situation und unsere Schuld bedeutet, hat zur Konsequenz und zur Folge, dass wir einen Asylparagraphen haben. Unsere Grenze ist offen für Menschen, die Schutz suchen. Ne? Vor was auch immer. Religiöse, sexuelle, politische Verfolgung. Ne? Und dieser Asylparagraph ist in den letzten Jahren, wo ich habe immer gedacht, wir sind so neoliberal, so globalisiert, alles fließt. Ne? Ich habe immer schon geglaubt, das Geld darf fließen, das Kapital darf fließen, die Menschen dürfen schon nicht mehr fließen. Ne? So. Jetzt wird der Asylparagraph in Deutschland abgeschafft. In Frankreich wird er teilweise abgeschafft. In Österreich ist er so gut wie abgeschafft. Trump baut eine Mauer. Ja? Der Rassismus, der Nationalismus, ja? der ist überall zu spüren. Ja? Der taucht in den Parlamenten auf. Ja? All dieses gespenstische Zeug, ja? wo ich geglaubt habe, dass wir vergessen, das taucht wieder auf. Und in diesem Moment habe ich diesen vertikalen Transitraum, dass die Stimmen von früher, die heute zu uns dringen, zu uns sagen, was ist denn mit euch los? Normalerweise machen wir historische Filme, um zu sagen, schaut mal, was wir damals gelernt haben, wie gut wir jetzt geworden sind. Aber in diesem historischen Film wollte ich erzählen, ja, dass die Stimmen, die sogenannten Gespenster der Vergangenheit zu uns sagen, was macht ihr denn da? Ja? Ihr seid doch Gespenster. When you talk about the things or stuff that has been remained from the past and that still needs to be questioned, I think Mon, made a movie about the gun and how the gun transfer from people to other people and how it brings the symbolic dimension from one generation to the other generation. And Deleuze, when reads Mon, talks about the fact that sometimes the things or, for example, buildings have some symbolic dimension that remains with them and could tell us a lot about the past and what they were and what they're supposed to be. I'm just curious about this because architectures or the stuff that were in 1940, how did you try to bring, for example, or select which pieces or what kind of furniture is suitable for contemporary and it's relevant also at the same time to the story that happened in 1940? Ich wollte nur Dinge in dem Film haben aus der Zeit 1940, 42, die Flüchtlinge in ihrem Rucksack transportieren können. Es gibt also nur Koffer, ja, Pässe, ja, Zigaretten, ja, aber es gibt alles andere ist wirklich in Marseille unverändert. Ja. So wie wir auch durch Städte gehen, vielleicht können sich Menschen aus
den USA oder Kanada das nicht so vorstellen, weil die Geschichte dort nicht so tief und so lang schon gelaufen ist. Ich war mal in Los Angeles, habe mir ein Haus angeschaut mit einem Freund, der ein Haus mieten wollte. Und da sagte der Makler, zeigte auf die Toilette und sagte, sie ist von 1964. Ja, als ob diese Toilette von Ludwig XIV. Schon gestiegen worden wäre. Es ist so, dass wir im heutigen Marseille genau alles das, was wir in dem Film haben, im heutigen Marseille ist. Wir haben nichts verändert. Ja? Auch die Bar ist identisch. Also in der Bar haben wir nichts verändert. Also alle Getränke, die es dort gibt, alles Pizza, aller Wein, ist nicht von uns. Ja? Das Einzige, was eben aus alten Zeiten stammt, sind Pässe, Pässe, Unterlagen und Sachen, die sie am Leibe tragen vielleicht. Ja? Und da haben wir immer dafür gesorgt, dass die Sachen auch bis heute, dass die Leute mit dieser Kleidung auch heute in den Berlinale Palast kommen könnten und niemand würde sagen, hier kommst du nicht rein. Wo kommst du denn her? Ja? Und das war uns wichtig, dass eben diese Figuren auf der ewigen, die ewigen Flüchtigen sind, die im ewigen Limbo umherziehen. Und wenn ich durch eine Stadt gehe, ja, eine Stadt wie Marseille oder eine Stadt wie Berlin oder eine Stadt wie Lisboa, for example, ja, wenn ich da durchgehe, sehe ich das Alte und das Neue im selben Moment. Ich sehe hier die Expo, das Stadion von Benfica, ja, das kann ich alles sehen und gleichzeitig ist diese alte Stadt da. Ja. Und diese Gleichzeitigkeit haben wir in Marseille gefunden und das ist auch ein bisschen die Konzeption des Films gewesen. Yeah.